Hallo ihr Lieben und willkommen zur Legung für den Vollmond. Ich bin gespannt, was ich uns sagen darf, welche Energie schwingt hier mit. Ja, hier geht es darum, in kleineren Bereichen des Lebens einen Vertrauensvorschuss irgendwie zu haben. Ne? Man lebt seine eigene Größe, man hat das Gefühl, voran zu manifestieren, auch auf stabile Art und Weise. Es kann ja auch sein, dass so familiäre Aspekte eine Rolle spielen, so glückliche Wenden innerhalb der Familien, in der Umgebung, im Umfeld. Für einen oder anderen ist hier die Möglichkeit, dass eine bestimmte Person einen Aspekt mitbringt, der für alle sehr heilsam ist. Ja, und es sieht sogar ein bisschen nach Überraschung hier aus, ne? Es kommt irgendwie eine Anerkennung, ein Glück auf dem kurzen Weg, ein Moment, bei dem man Belastungen hinter sich lässt, wo Umbrüche aus der Vergangenheit oder Verluste kein Chaos mehr verursachen, sondern eher im kleineren Bereich auch wieder für Zuwachs sorgen. Nicht nur im Umfeld und in der Umgebung und im Vertrauen, das wir auch in uns selbst haben. Das Rauskommen aus einer stagnierenden Situation, die uns selber wieder eigene Größe mitgibt, habe ich hier. Und ich habe hier auch, dass das Unterbewusstsein irgendwie sich beschenkt fühlt, dass etwas aufblühen möchte. Also hier auch übrigens eine sehr kreative Energie. Ich habe hier ein bisschen ein Personengewurschel für den Vollmond. Und zwar ist hier sehr viel männliche Energie. Wir haben den Bären, den Herren und auch den Hund. Und ich denke, da ist man so am Schöpfen, da ist man der Kreative, da erschafft man sich irgendwie ein Gebilde. Man hat hier auch die Möglichkeit dazu. Und man ist auf dem Weg, wo man sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, ja, gut gemacht. Hier habe ich eine Quelle genutzt, die es mir erlaubt hat, das zu leben, was ich mir vorgestellt habe in bestimmten Bereichen. Und wenn es nur ist, dass ich etwas hinter mir lassen konnte, was für mich extrem belastend war, ne? Also hier ist sehr viel Aktivität irgendwie mit dabei. Für einen oder anderen besteht hier auch die Möglichkeit, dass ihr etwas, was innerfamiliär mit eurem Gegenüber zu tun habt, vielleicht mit Mann, Kind, Vaterthemen präsentiert kriegt, dass ihr zukünftig gut so stehen lassen könnt, also ein anderes Fundament. Es kann ja auch speziell um das Thema Vertrauen gehen tatsächlich. Ich habe das so, dass man verstärkt nicht mehr aufs Umfeld reagiert, das hier als hinderlich wirkt. Ich habe Dinge, die sich uns in den Weg gestellt haben, die nichts mit uns zu tun haben, die wir so lassen können, ne? Also wir müssen hier nicht involvieren, wir müssen auch nicht jedem helfen, die Hindernisse in seinem Leben zu überwinden. Man darf hier schon sehr auch auf sich bedacht sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir von Blockaden, die von außen auf uns wirken, nicht mehr so involvieren. Wir können uns hier mehr rausnehmen. Die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit ist hier auch gefragt. Möglicherweise gibst du hier auch viel ab, ne? Also du hast viel Aktivität und du kannst sie schön verteilen, an andere abgeben.
um deine Dinge besser umzusetzen. Wow, guckt euch das an. Wir haben die Sonne als Endergebnis. Hier tanken wir aus der höchsten, besten Energie. Wir dürfen mit guten Nachrichten rechnen hier. Die Karten sind sehr groß, ich muss ein bisschen umbauen. Klärende Nachrichten, gute Nachrichten, stabilisierende Nachrichten. Gespräche sind hier möglich in dieser Phase, auch mit unserem Umfeld, mit der Familie, die uns irgendwie, ich sehe so eine Art Verteilen der Last auf viele, um unabhängiger für sich zu sein. Das kann jetzt auch speziell sein, dass man kommuniziert, wo es einem zu viel wird, so dass man eben mit dem, was uns hier gegeben wird, in der Mitte das beste Ergebnis rauskriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig beschreiben kann. Ich habe immer noch nicht so die richtigen Worte gefunden für eine treffende Aussage. Aber wir haben hier einen Vertrauensvorschuss. Wir verteilen, um für uns selbst etwas zu erschaffen. Und wir haben, das Außen spielt keine Rolle. Wir lassen es weg. Und wir haben hier in der Langfristigkeit das gute Ergebnis, den guten Ausgang, die beste Möglichkeit für uns geschaffen. Und ich glaube, es gibt hier auch so eine Situation, wo ich fast sagen würde, wir gehen in eine neue Lebensphase. Wir haben mehr Lebensenergie. Man ist so dabei, ein Ziel zu haben und Step by Step aus einer gut kreativen Energie das Ziel zu verfolgen und die Energie so zu nutzen, dass sie allen am Ende dienlich ist. Ich möchte gerade mal gucken, was ich hier noch kriege. Das sind einige Szenarien. Es bestätigt mich jetzt hier die helfenden Hände. Ne? Du kriegst hier Unterstützung. Das kann verstärkt aus dem Familienbereich kommen, wo dir Menschen aktiv etwas abnehmen, damit du hier deine Ziele stabilisieren kannst. Ne? Die Auflösung liegt ja auch in der Kommunikation. Also erwarte nicht, dass man dir etwas abnimmt. Fange vielleicht mal auch an zu delegieren, damit du hier auch Grenzen setzt. Ne? Lass mich mal noch mal was gucken. Was geben uns die Seherkarten noch nicht? Ha, ja, die Sonne und der Magier, da brauche ich, glaube ich, gar nichts groß dazu sagen. Unten haben wir noch die Schatztruhe. Also hier ist es möglich, durch Delegieren, durch Unterstützung, tatsächlich mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, etwas umzusetzen, das großen Reichtum irgendwo mitbringt. Es kann emotionaler Reichtum sein, vielleicht hat es auch was mit Fülle zu tun, die sich hier zeigt im materiellen Bereich. Ne? Eine persönliche Schatztruhe sozusagen. Hier haben wir auch nochmal die Nachricht. Also rechnet hier mit guten Nachrichten jeglicher Art. Vielleicht mag es ein bisschen viel werden und deshalb holt auch Unterstützung mit ins Boot, damit man hier einfach gut durchkommt und für alle das Beste geschieht sozusagen. Hier hat sich noch der Luftgeist umgedreht. Es wird eine Phase des Wissens auch auf uns zukommen mit dem Vollmond. Ja, und das ist jetzt sehr, sehr ergänzend gut, denn es geht darum, die Kommunikation mit anderen zu achten, zu beachten, genau zuzuhören, selber genau auszudrücken. Die Kommunikation liegt hier als im Thema drin. Ne? Es geht darum, auch nachzuforschen, abzuwiegen, ein Für und Wider zu besprechen
Und es ist wirklich mit der Karte jetzt eine hervorragende Gelegenheit, ein neues Projekt zu beginnen, für das wir hier in der Mitte schon ein bisschen Vertrauensvorschuss haben. Das Projekt wird glücken, solange man gewissenhaft strukturiert und konzentriert bleibt. Und deshalb kommt ja auch die Aussage, wenn es zu viel wird, dann gib ab, damit du deines in die richtige Richtung bringst. Ne? Mit dem Luftelement haben wir hier auch noch die Weisheit, die geistige Aktivität, die Fähigkeit zur Vernunft auch, den Intellekt, die Kommunikation und natürlich auch den Atem. Ne? Wir können sprechen, unsere Gedanken ausdrücken und unser Leben beginnt ja auch mit dem allerersten Atemzug. Mit dem Element Luft sind sowieso hier auch die ganzen Neuanfänge verbunden. Wunderbar, diese Qualität liegt hier vor für die Neumondzeit, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne, Vollmondzeit. Ich wünsche euch eine schöne Vollmondzeit. Ich drücke euch. Bis bald.